Hallo Leute und herzlich willkommen zum neuen Vlog für diese Woche. Ja, diese Woche vielleicht ein kleines bisschen eigenartig, denn eigentlich befinde ich mich jetzt schon am Ende der Woche. Ich habe gerade eben beim Datenrüberziehen gemerkt, dass mir der Sonntag fehlt. Dementsprechend gibt es kein Intro mehr. Ja, vielleicht auch ganz gut. Das war, glaube ich, über 8 Minuten lang. Ja, das bleibt euch jetzt natürlich erspart. Ja, ich würde sagen, wir wünschen euch viel Spaß beim neuen Vlog und wir sehen uns dann gleich nach der Woche wieder. Also für mich jetzt sofort, für euch dann gleich. Also bis später. Ciao. So Leute, Feierabend. Ich habe mich jetzt gerade schon umgezogen, denn draußen liegt Schnee. Ich muss gleich noch ein bisschen räumen. Und ja, da müssen wir bestenfalls sogar noch ein bisschen was im Badezimmer machen. Aber wir schauen mal, wie das heute so klappt. Ich werde jetzt erstmal anfangen zu räumen draußen. So Leute, das hier werden wir jetzt mal räumen. Einmal den kompletten Weg entlang. Ich würde sagen, die Lichtverhältnisse sind also gehen wir es mal an. Erstmal Schnee schieben, dann abfegen und dann Salz streuen. Hallo Leute, herzlich willkommen am Dienstag. Ja, es ist noch sehr früh, 4 Uhr. Ich bin extra ein bisschen früher aufgestanden. Wir haben ja gestern Abend noch, da kann ich jetzt nicht hingehen, da ist dunkel. Wir haben ja gestern Abend noch Schnee geschoben und Salz gestreut habe ich noch. Jetzt habe ich heute Morgen aus dem Fenster geguckt, gerade eben, und es ist wieder richtig viel Schnee gekommen. Es ist wieder alles weiß, die Straße ist weiß. Dementsprechend möchte ich das jetzt gleich machen. Ja, das heißt, jetzt erstmal rein in die Arbeitshose, rein in die warmen Winterstiefel und dann mal raus in die dunkle Nacht. Ein wenig Schnee schippen. Ja, und Salz streuen wieder mal. Und ja, dementsprechend muss ich dann nachher, die haben für die nächsten Tage wirklich tatsächlich noch wieder reichlich Schnee gemeldet, aber auch Eisregen und ja, Gefahr von Blitzeis und so weiter. Die kommende Nacht soll sehr kalt werden. Da müssen wir dann mal schauen. Zwecks der eingefrorenen Leitung würde ich dann mal heute Nachmittag, ich habe den Seitenschneider schon bereitgelegt. Da werden wir dann heute Nachmittag hier diesen Tisch zur Seite stellen und auf der Rückseite hier im unteren Bereich werde ich dann eine Revisionsklappe einbauen. Das heißt, wir werden die Fliese rausschneiden. Dazu passend habe ich dann eine Revisionsöffnung gekauft. Die wird dann im Anschluss daran da dran gebaut. Ich werde die Fliese wegmachen, den Ytongstein, und so, dass ich an die Rohre rankomme. Und dann habe ich mir in dem Zuge eine Rohrbegleitheizung gekauft. Die werden wir dann mal in das Dämmmaterial, was um das Rohr herum ist, hineinschieben. Und ja, die wird dann praktisch, wenn die Temperaturen so unter -4 gehen, -5, kann man die Revisionsöffnung öffnen und die Heizung ansteckern, und dann wird dementsprechend, das ist so ein Polymer, so ein Verbundzeugs, das dafür sorgt, dass wenn die Temperatur unter 5 Grad geht, dann wird die Heizung zugeschaltet, die hat 16 Watt und wird dann dementsprechend so die Heizung, also das Rohr, ein bisschen mitheizen. Das müssen wir heute unbedingt einbauen, denn kommende Nacht soll -6, -7 Grad wieder werden. Und ich möchte auf gar keinen Fall, dass unsere Wasserleitung nochmal einfriert. Gerade weil die es jetzt ja so überstanden hat, mehr oder weniger. Ja, und das bedeutet, wir müssen uns da kümmern. Ist das für ein Geräusch? Ist die Heizung gerade angegangen? Naja, auf jeden Fall werde ich mich jetzt erstmal in meine Arbeitshose schmeißen. Ne, ich glaube, das ist Wind. Und dann werden wir erstmal draußen den Schnee räumen und Salz streuen. Ja,
Und dann, denke ich mal, ist es dann auch bald gleich 5 Uhr und ich kann duschen und mich für die Arbeit fertig machen. Also bis später. Morgen. So Leute, Feierabend. Ich habe schon wieder meine Arbeitsklamotten an, denn wir werden jetzt gleich hier im Bad mal die Revisionsklappe einbauen. Das bedeutet, diese Fliese wird irgendwo auf dieser Höhe, Entschuldigung, die Fliese ist es, diese Höhe gekappt, sodass hier ein Türchen entsteht und wir da bestenfalls unsere Rohrbegleitheizung einbauen können. Ein Stück weit zumindest. Denn ja, bis zu den Anschlüssen dort ungefähr diese Höhe, bis dorthin können wir und dann ist dort auch wieder ein Abzweiger. Da vermute ich mal, da kommen wir dann nicht weiter. Aber wir schauen erstmal, wir machen es jetzt erstmal auf, tun die Heizung ein Stück weit dort reinschieben. Und dann nehmen wir die mal in Betrieb und schauen mal, wie es ist. Ich denke mal, so ein Stück weit wird es auf jeden Fall schon sehr sinnvoll sein. Bedeutet, ich muss jetzt einmal schneiden hier oben. Das wird dann eine leicht staubige Angelegenheit. Ich hoffe, es geht relativ schnell, sodass nicht so viel vollstaubt. Ja, und dann werde ich das Ganze ganz vorsichtig mit einem Schraubenzieher auspickern. Und wir wollen ja nicht die Leitung dahinter beschädigen. Ja, das ist jetzt erstmal der Auftrag. Heute Nacht werden es -6 Grad und wir wollen ja nicht, dass uns die Leitung nochmal durchfriert. Ja. Gut, liebe Leute, ich würde sagen, das machen wir jetzt erstmal und ja, dann schauen wir mal, ob heute noch irgendwas kommt. Ich werde nämlich dann direkt im Anschluss wahrscheinlich duschen und Abendbrot essen. Und dementsprechend, ja, wird wahrscheinlich nicht mehr viel kommen, aber ich filme das Ganze jetzt mal für euch mit und wir schauen dann einfach mal. Also bis später.
So Leute, das erste Loch ist drin. Hier sieht man die obere Wasserleitung, das Graue dort, und darunter ist jetzt noch die Kaltwasserleitung. Ich muss sagen, ich hatte das damals in Erinnerung, dass es eigentlich 20 cm höher sein soll. Aber dann erklärt sich mir natürlich auch, warum das hier passieren konnte. Na, ich wollte jetzt mal versuchen, euch mal zu zeigen, wie hier ein Energieaustausch stattfindet gerade. Seht ihr den Luftzug? Da hat man es gesehen. Da kommt ein richtiger Luftzug raus, was praktisch wird jetzt die warme Luft reingezogen und verdrängt die kalte Luft, weil die Luft ja immer bestrebt ist, einen Energieaustausch, ein Energiegleichgewicht herzustellen. Das merkt man jetzt hier richtig. Also die warme Luft geht rein und die kalte geht raus. Seht ihr das? Das ist richtig unruhig. Aktuell sieht es so aus, als würde die kalte Luft in den Raum hineingehen. Sieht man auch beim Rauch. Der wird richtig rausgeblasen. Das ist gut. Das heißt, die Temperatur da drin wird steigen. Jetzt schon. Ich werde das jetzt hier noch alles ausstemmen müssen. Komplett, so dass wir hier den Blendrahmen drüber setzen können. Und ins untere Rohr auf der Unterseite würde ich dann die Begleitheizung einbauen. Ja, ein Haufen Arbeit. Ich glaube, das erspare ich euch dann jetzt mal. Und wir gucken mal, wie weit ich komme. Und dann hole ich euch später wieder dazu. Also bis später. So Leute, jetzt ist das Loch ein bisschen größer. Ich merke, wie richtig der Energieaustausch stattfindet. Ich weiß nicht, ob ich das Video, was ich dazu gemacht habe, das kleine, ob ich das reinschneiden kann, weil es doch sehr halt dort unten und auch sehr beengt ist und das macht sich einfach nicht gut dort. Ich werde jetzt aber mal mit unserer Endoskopkamera gleich in den Bereich hinter der Badewanne einfahren und vielleicht auch noch mal das Stück dort zur Hauswand hin. Es scheint alles trocken zu sein. Also in dem Bereich, wo ich jetzt gearbeitet habe, ist überhaupt keine Feuchtigkeit. Spricht natürlich wieder dafür, dass das Rohr in Ordnung ist. Ich würde trotzdem mal reinfahren mit der Kamera. Ich hoffe, man erkennt ein bisschen was. Der Nachteil ist halt, der Lichtradius ist sehr klein und dementsprechend ist auch der Radius, in dem man sehen kann, relativ klein. Das ist noch so ein Nachteil von dieser Endoskopkamera, den ich festgestellt habe. Ich muss mal schauen, wie sich das realisieren lässt. Ansonsten, ja, wahrscheinlich, wenn das Loch ein bisschen größer ist. Ich habe festgestellt, dass unter dem Rohr noch ungefähr 7 cm Luft sind, bis zum eigentlichen Bodenaufbau der damaligen Unterseite dort. Und dementsprechend kann ich dort vielleicht eine Taschenlampe reinlegen und ein Stück weit tiefer reingucken. Ich weiß aber nicht, inwieweit ich das heute alles noch schaffe. Ich habe auch die Schelle, sieht man schon in dem Bereich. Das fühlt sich auch so an, als könnte man hinter der Schelle noch mit der Rohrbegleitheizung, die sieht dann so aus, so dick wie ein normales herkömmliches Kabel. Da könnte man dann in dem Bereich auch wahrscheinlich durchfahren, aber inwieweit das alles klappt, das müssen wir dann sehen. Ich bin zumindest schon mal froh, dass jetzt die Wärme vom Badezimmer, vom Raum, also wir haben hier bestimmt gut geheizt, jetzt 25 Grad oder so hier im Raum, einfach wegen dem Rohr auch. Und das zieht natürlich jetzt dementsprechend dort rein und sorgt dafür, dass das auch bis in den hinteren Bereich der Badewanne vordringt und dass die Leitung dann einfach weniger schnell zufriert. Wahrscheinlich würde das schon zureichen. Wahrscheinlich würde sie nicht mal bei minus 7 Grad einfrieren. Aber ich möchte einfach nichts riskieren. Deswegen gucke ich mal, dass ich zumindest das Loch noch vergrößere. Mal schaue, ob noch alles heile ist. Und dann dementsprechend vielleicht sogar noch die Rohrbegleitheizung einbauen kann. Ja, man muss aber auch dazu sagen, ich bin heute schon, das ist übrigens hier ein sehr trauriger Avocado-Baum, der jetzt wieder austreibt. Ich weiß nicht, ob das normal ist, aber der verliert jedes Jahr im Herbst seine Blätter.
wie ein Laubbaum. Ich weiß nicht, aber eine Avocado ist ja eigentlich eine Tropenfrucht. Dementsprechend glaube ich nicht, dass die ihre Blätter abwerfen. Ich denke mal, das wird immer mal mit, wenn der ein bisschen unzufrieden ist. Naja, auf jeden Fall werde ich jetzt mal schauen. Ich bin seit 3 Uhr ungefähr auf den Beinen. Das ist natürlich jetzt auch schon dementsprechend lange Zeit. Wir haben jetzt gleich um 7 und ja, kann man sich ja ausrechnen. Von 3 bis 3, 12 Stunden, 13, 14, 15, ich bin jetzt 16 Stunden auf den Beinen und durchgängig am Rödeln, sowohl auf der Arbeit als auch hier. Aber ich möchte trotzdem mal gucken, dass ich noch zumindest das Loch ein bisschen vergrößere und dass ich einmal reingucke mit der Endoskopkamera und ja, bestenfalls dann noch die Begleitheizung reinschiebe. Aber das müssen wir dann sehen. Bis später, liebe Leute. So, die erste Überprüfung mit der Kamera habt ihr jetzt ja so ein bisschen gesehen. Ich weiß noch nicht, wie viel davon ich reinschneiden werde. Ich komme auf jeden Fall mit der Kamera bis hier vorne in diesem Bereich. Auch dahinter kann ich ein Stück weit gucken. Allerdings sind dort generell von oben mal so kleine Mörtelkleckse reingefallen. Und die hindern mich natürlich jetzt daran, da perfekt reinzukommen mit der Kamera. Aber was ich sehen konnte, soweit alles trocken. Das heißt, die Leitung ist heile. Dort ist nirgendwo eine Leckage. Und ja, ich habe auch gesehen, wo die Problematik liegt. Ja, hat man vielleicht im Video gesehen. Muss ich mal schauen, ob ich das jetzt zu dieser Erzählung eventuell noch ein Stück weit mit einblende. Hat da jemand ein Loch gemacht? Ja. Auf jeden Fall kann man jetzt sehen, dass in dem Bereich dort tiefer rein, bin ich mit der Endoskopkamera jetzt reingekommen, da sieht man den Untergrund vom Fundament, auf dem die Blockstube ruht. Und da sieht man eindeutig bei den Spinnenweben und so, dass so ein Luftzug stattfindet. Das heißt, zumindest im Bereich unter der Blockstube kann ein Luftaustausch stattfinden. Und das bedeutet, da bleibt dann theoretisch außen nur noch die Ziegelwand und ja, die Ziegelwand und eine Luftschicht im Prinzip von 30 cm. Und das kann dann schon gut sein, dass dort mal der Frost reinkommt.
Ja, ich denke, dafür, dass wir jetzt das Loch gemacht haben, ist erstmal so das Schlimmste abgesichert. Ich muss mal gucken, ob ich gleich noch die Rohrbegleitheizung reinmache oder ob das reicht. Ich denke, das reicht erstmal so als Vorsichtsmaßnahme. Ich werde mal schauen, ob ich das gleich noch sauber ausstemme oder ob ich das jetzt einfach so im Laufe der Woche mal so ein bisschen mache. Macht sich auch nicht ganz so gut, ist auch nicht ganz so rückenfreundlich dort zu hocken, sage ich mal. Aber naja, wir gucken einfach mal, was wird. Und dementsprechend, ja, würde ich sagen, sehen wir uns wahrscheinlich morgen wieder. Ich habe gerade überlegt, was ich sagen soll. Gut, bis morgen. Hallo Leute, Mittwochabend, Feierabend. Ich weiß gar nicht, ob ich mich heute Morgen schon mal bei euch gemeldet habe. Ja, heute ein bisschen früher Feierabend aufgrund der Wetterlage. Es ist ja ab 16 Uhr. Ich meine, jetzt ist es gleich 17 Uhr, aber ab 16 Uhr war ja heute mit Eisregen zu rechnen die ganze Nacht und dementsprechend massive Einschränkungen durch Glätte. Das ging auch gerade auf dem Weg nach Hause schon die ganze Zeit durchs Radio. Ja, dementsprechend hatten wir heute auch eine Stunde früher Feierabend. Sarah hatte heute Urlaub, war mit dem Auto in der Werkstatt und war bei den Schwiegereltern und hat dort ein paar Termine erledigt, ist einkaufen gewesen. Unter anderem haben wir noch, obwohl wir noch sehr viel Saatgut haben, aber wir kaufen trotzdem jetzt gerade, weil es sehr günstig im Angebot ist, ja, neues Saatgut für unsere neue Gartensaison. Verschiedene Sorten. Ich kann euch jetzt nicht alles zeigen, nur so ein bisschen hiervon. Pastinaken, Petersilie, Möhren. Ja, und wir haben noch ein paar andere Tütchen und so ein bisschen Blumenwiese und ja, was man halt so braucht, damit die Bienchen auch glücklich sind. Ich bin schon gespannt. Wir freuen uns wirklich sehr auf die neue Gartensaison. Ja, muss man dann schauen, wann es dann losgeht. Ich denke, mit den ersten Aussaaten werden wir jetzt demnächst schon beginnen. Ja. Auf jeden Fall, Auto war in der Werkstatt, hat super funktioniert. Es ist kein Marderschaden, es ist alles in Ordnung. Wahrscheinlich sind die Zündkerzen nur etwas alt, die Zündspule ist in Ordnung, alles tipptopp. Nur da halt die Ruckler, wenn man unter 2000 Touren richtig Gas gibt, weil wenn man es mal muss zum Beispiel, dann stottert der ein bisschen. Das liegt daran, dass wahrscheinlich jetzt in diesen 120.000, 130.000 Kilometern, die der jetzt auf dem Buckel hat, noch nie die Zündkerzen getauscht wurden. Und ja, das kann man jetzt machen. Er sagte aber, es ist absolut nicht wichtig, dass es jetzt gemacht wird. Wir werden deswegen nicht liegen bleiben und wir können ganz beruhigt fahren und können uns dann ganz in Ruhe dazu entscheiden, das dann irgendwann mal machen zu lassen. Also alles gut. Ja. Ach ja, naja, ich bin schon gespannt. Wir haben noch ein bisschen Streusalz gekauft, gerade auf dem Weg nach Hause, weil ja dementsprechend die Wetterlage so ist. Und ja, dann kann ich morgen früh ein bisschen streuen. Allerdings, wenn es jetzt weiter schneit, so wie jetzt gerade, muss ich morgen wahrscheinlich eher räumen als streuen. Naja, wir werden sehen. Auf jeden Fall mache ich jetzt Abendbrot und dann ist für heute Feierabend. Eigentlich hatte ich ja noch vor, mit dem passenden Werkzeug, was der Schwiegervater jetzt extra mitgegeben hat, dort die Öffnung an der Badewanne auszuarbeiten und dementsprechend die Klappe einzubauen. Aber es ist jetzt die nächsten Tage, zumindest bis Freitag, nicht mehr ganz so kalt nachts, Temperaturen um die 0 Grad. Und dementsprechend kann das dann erstmal so bleiben und da geht dann die Erholung vor. Ja, mache ich mir heute einen schönen gemütlichen Abend. Abendbrot essen, duschen und dann, ja, ein bisschen gemütlich unter die Bettdecke mummeln und dann werden Sarah und ich uns schon irgendwas nochmal anschauen oder so, keine Ahnung. Ja. So viel auf jeden Fall erstmal vom Mittwoch. Wir sehen uns dann morgen früh. Ja, könnt ihr genauso gespannt sein wie ich, was uns morgen früh erwartet. Ihr seht es ja jetzt sofort. Ich muss mich noch ein paar Stunden gedulden. Also bis später.
Ja, Leute, herzlich willkommen am Samstag. Wie ihr sehen könnt, vielleicht, ich liege gerade hier neben der Badewanne. Und zwar, ja, möchte ich gleich hier unser Türchen einbauen. Ich habe es jetzt gerade schon mal trocken reingestellt. Das hat ganz gut funktioniert. Lässt sich auch öffnen. Also so in etwa wird es dann aussehen. Ich hole mir dann jetzt gleich mal ein bisschen Silikon. Dann werden wir es ankleben und ja, dann ist das zumindest auch schon mal erledigt. Ich habe jetzt nicht gefilmt, wie ich dort mit dem Schwingschleifer oder Schwingensäge, ich weiß gar nicht, wie sich das schimpft, habt ihr auch mal im Blog gesehen, wo ich das Laminat verlegt hat im Flur. Habe ich an der Treppe noch mal ein bisschen nachgeschnitten damit. Macht sich mit dem Ytongstein super. Hat richtig gut funktioniert, also ging schnell, präzise, ja. Und dementsprechend, ich kann es ja mal zeigen. Oh Gott. Wie das Ganze jetzt aussieht. So sieht das Ganze jetzt praktisch fertig ausgeschnitten aus. Wie ihr vielleicht bemerkt habt, habe ich hier noch keine Rohrbegleitheizung installiert in dem unteren Bereich hier. Ganz einfach, weil es so, wenn es offen ist, eigentlich schon perfekt funktioniert, dass genug Wärme reinkommt und nichts einfriert. Ich werde das aber noch machen. Nur kann ich mir dabei ein bisschen Zeit lassen, denn ja, die nächste Woche also heute sind die Temperaturen schon im Plus. Es liegen zwar nach wie vor fast 18 cm Schnee, aber die Temperaturen sind schon im Plus und dementsprechend bleibt es auch die ganze nächste Zeit so. Ja, es eilt nicht. Ich kann das also dann in Ruhe machen. Bedeutet, ich werde die Rohrbegleitheizung. Ich kann mal aufstehen. Ich habe sie ja hier liegen, dass ihr die nochmal seht. Das ist die Rohrbegleitheizung aus einem Membran und die werde ich dann praktisch einfach mit dort reinlegen. Und ja, wenn ich dann demnächst einfach mal die Muße habe, mich dann Samstag mit zu beschäftigen, dann werde ich das machen, denn es ist heute schon relativ spät. Ich war mit Sarah schon unterwegs, wir waren beim Obi und haben dort ja, noch ein bisschen Material gekauft. Ich brauchte auch noch eine neue Arbeitshose, neue Arbeitsschuhe und dementsprechend ja, haben wir das erledigt. Ich weiß gar nicht, ob Sarah da ein bisschen gefilmt hatte. Ich hatte heute Morgen nicht ganz so die Laune, sage ich mal, die gute Laune, um dort irgendwas zu filmen. Ganz im Gegenteil, ich war heute Morgen richtig krummelig. Ja, und dementsprechend, ja, ich glaube aber, sie hat ein bisschen was gefilmt. Ja, und dann habe ich angefangen, schon mal zum Teil, ja, ich habe die Hasen ausgemistet, ich habe sauber gemacht dort drüben. Ich habe angefangen, so ein bisschen was umzuräumen. Ich habe die Paprika umgepflanzt. Ja, und jetzt ist es gleich 3 Uhr. Dann habe ich das Loch hier noch ausgestemmt, was wir gleich einkleben werden. Und nachher möchte ich dann noch so ein bisschen in der Waschküche weitermachen. Ich weiß aber nicht, ob ich da überhaupt was filme, während ich das mache. Ich denke mal eher weniger. Ich werde vielleicht dann nachher mal kurz filmen, wenn ich dann fertig bin wegen dem Outro. Weil ich glaube, wir haben für diese Woche auch schon wieder relativ viel Material. Und ja, ihr müsst ja auch die Muße haben, dass ihr euch das noch angucken könnt. Ja, naja gut, ich würde sagen, wir holen mal ein bisschen Silikon. Das habe ich heute Morgen schon reingelegt, dass es so ein bisschen auf Zimmertemperatur ist. Und dann kleben wir das dort mal an. Natürlich vorher einmal durchwischen, Staub, alles raus. Und dann, ja, geht das schon. Also bis später. Hier.
Hä? Ich komme sofort. Dann zeige ich dir das. So. So Leute, damit sind wir jetzt leider auch schon am Ende des Vlogs angekommen. Es ist jetzt relativ spät, ich weiß gar nicht, ja, gleich um 8. Ich möchte ja den Vlog heute noch schneiden, damit ich morgen ein bisschen ausschlafen kann. Ich habe ja nächste Woche wieder 2 aufregende Tage vor mir, Montag, Dienstag. Ich kann jetzt leider nichts darüber erzählen, aber das ist dann jetzt auch schon wieder so ein neues Ding auf der Arbeit und dementsprechend, ja, bin ich schon sehr gespannt und auch ein kleines bisschen aufgeregt, aber das wird schon alles werden. Ja. Wir hoffen, der Vlog hat euch gefallen. Das Ganze nimmt jetzt ja wieder ein bisschen mehr Fahrt auf. Ich habe häufiger mal Zeit zwischendurch, einfach mal was zu filmen und auch generell ein bisschen was zu machen. Das war jetzt ja wirklich schwierig, die ganzen letzten Wochen. Ja, da irgendwie was zu machen, neben der Einarbeitung für den neuen Job und alles, was dort halt drumherum am Laufen ist gerade. Ja, aber wie schon sich so langsam rausgestellt hat in den letzten Malen, ist es natürlich jetzt langsam auch so ein bisschen alles in der Bahn. Es gibt zwar immer wieder 1, 2 neue Sachen, die dazukommen, so wie jetzt Montag oder Dienstag, aber so alles in allem ist es nicht mehr so, dass ich 650% die ganze Zeit geben muss und das ist schon mal sehr gut, denn sobald man dann Routine hat, ja, kann man sich immer weiter verbessern, braucht aber nicht so unglaublich viel Energie. Naja, aber ich glaube auch, dass dieses Bleiamuletts-Geschichten-Thema auch einiges gemacht hat. Also seit ich diese Halskette nicht mehr trage, geht es mir deutlich besser. Ich habe deutlich mehr Energie und ja, ich bin auch irgendwie, weiß ich nicht, nicht mehr so müde. Also es passt schon. Ich denke mal, das wird auch schon seinen Teil dazu beigetragen haben. Ja, und ansonsten, wie gesagt, kommende Woche werden wir einiges erledigen. Ich möchte mal schauen, ob wir kommende Woche wirklich schon anfangen und die ersten Aussaaten machen für zwecks Vorziehen. Also vielleicht so Dinge, die ein bisschen länger brauchen, wie ja, Bohnen vielleicht und Chilis natürlich wieder und zusätzliche Paprikapflanzen. Ich bin auch sehr gespannt, oder Sarah und ich, wir sind beide sehr gespannt, ob die Paprikapflanze vom letzten Jahr tatsächlich durchkommt. Also bis jetzt sieht es wirklich gut aus. Sie hat 1, 2 braune Blätter, aber das hatte sie seit letztem Herbst schon. Die habe ich jetzt abgemacht heute und ich habe sie auch, die war vorher in so einem lehmigen Boden eingepflanzt. Da habe ich die heute mal befreit, habe die ganzen Wurzeln sauber gemacht und habe die jetzt mal in frische Erde umgetopft, sodass die einen lockeren Boden hat, um sich halt mal so richtig kräftig auszuwurzeln. Und ich hoffe, dass das wirklich funktioniert und dass wir dass die halt einen riesigen Vorsprung gegenüber ihren Artgenossen, hätte ich jetzt fast gesagt, die wir jetzt natürlich erst demnächst in die Erde stecken, hat und dementsprechend halt vielleicht größer wird. Und ich muss mal kurz Pause machen. So, und da bin ich wieder. Wo war ich stehen geblieben? Ja, wir hoffen, dass sie einen riesigen Vorsprung hat und die wird dann auch einen besonderen Platz bekommen irgendwo, wenn sie es dann überlebt. Und dann schauen wir mal, wie groß sie wird und wie viele Früchte sie dann tragen wird. Letztes Jahr sind es ja, ich glaube, 5 oder 6 gewesen. Relativ kleine, eine etwas größere und der Rest halt relativ klein, aber das wird halt wirklich einfach an diesem schlechten Boden gelegen haben.
Denn ich weiß gar nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin, damals einfach den Boden so zu nehmen, wie der halt hier war. Ich habe normalerweise immer Blumenerde da und Mutterboden und etc. pp. Aber ich habe irgendwie für diese eine Paprikapflanze, die einzigste, die überlebt hat, ja, irgendwie, sage ich mal, ich glaube, ich bin mir nicht mehr sicher, wo ich die Erde hergenommen habe, aber es könnte sogar Aushub gewesen sein, hier damals vom Badezimmer-Aushub. Ja, und das ist halt dementsprechend lehmanteilig und das ist dann so richtig knüppelig hart gewesen. Ich meine, unten war es noch krümelig, aber so richtig kräftig gewurzelt hat die Paprika dort drin nicht. Dafür war es einfach zu trocken und zu hart. Jetzt habe ich sie umgetopft. Ich bin gespannt, ob es überlebt. Und ja, ich freue mich schon drauf, nächste Woche dann mit dem Vorziehen anfangen zu können. Also, ja, normalerweise ist es so ein bisschen, sage ich mal, vielleicht die erste Februarwoche schon besser geeignet. Aber wir fangen jetzt einfach mal an. Wir werden auch dieses Jahr ein ganzes Stück mehr aussäen, was jetzt Tomaten angeht und gerade auch Chilis und Paprikas und ja, was für so Bohnen etc. pp. Da werden wir auf jeden Fall einiges mehr vorziehen und dann vielleicht auch an Freunde oder Kollegen oder wie auch immer verschenken. Ja, einfach weil wir jetzt gemerkt haben, es geht auch einiges ein. Also Kürbisse wollen wir auch wieder haben und Zucchinis und so weiter. Und das werden wir jetzt definitiv groß aufziehen. Und dementsprechend, ja, müssen wir jetzt auch im Februar, Ende Februar, Anfang März, Mitte März, müssen wir dann auch langsam mal beim Garten weitermachen. Das heißt, ich muss mich dann auch mal kümmern, dass wir so einen Gartengrubber bekommen, damit wir die Grasnarbe dort auflockern und alles so unterbuddeln können, um halt Humusboden noch einzubringen, damit es halt möglichst gut vorbereitet ist. Und dann müssen wir die Beete anlegen, bevor dann alles rauskommt. Ja, da bin ich Stand jetzt schon sehr gespannt. Also muss ich wirklich sagen, da freue ich mich richtig drauf. Und ja, ich werde mal gucken, ob ich mir dann am Ende des Jahres dieses Video hier angucke und dann mal vergleichen, wie es dann tatsächlich geworden ist. Also ich habe ein ziemlich hoffnungsvolles Bild vor Augen, aber ihr wisst ja, es kann ja immer mal wieder was sein, dass irgendwas dazwischen kommt und ja, wir müssen dann einfach schauen, wie das jetzt letztendlich wird. Aber ich hoffe, es wird schon so, wie ich es mir vorgestellt habe. Naja, gut, in dem Sinne bedanken wir uns fürs Zuschauen und wenn ihr Bock habt, seid nächste Woche wieder mit dabei. Also bis dann. Ciao, ciao.